Auf einer Reise durch Deutschland erlebt der dänische Dichter und Märchenerzähler Hans Christian Andersen ein Wunderwerk moderner Technik. Es war das erste Mal in meinem Leben. Dieses Brausen, das rhythmische Gestampfe der Maschinen, das Pfeifen und Schnaufen des abgelassenen Dampfes. Eine Zauberwelt. Die Fahrt beginnt sachte, als ob eine Kinderhand den Wagen zöge. Der Wagen gleitet wie ein Schlitten. Die Signalpfeife hat viel Ähnlichkeit mit dem Schwanengesang des Schweins, wenn ihm das Messer durch die Kehle fährt. Du schaust zum Fenster hinaus und entdeckst, dass du einherjagst wie mit galoppierenden Pferden. Noch schneller geht es. Du scheinst zu fliegen. Zauberbänder hat der menschliche Scharfsinn geschlagen. Eiserne Schienen, um welche die Wagenräder fest greifen können. Wir spannen unser magisches Pferd vor den Wagen und fliegen wie die Wolken im Sturm. Oh, welche Großtat des Geistes ist doch diese Erfindung. Durch natürliche Mittel sind wir ebenso mächtig, wie man im Mittelalter es nur vom Teufel glaubte. Unser Scharfsinn hat ihn eingeholt. Und ehe er sich's noch versieht, sind wir an ihm vorbei. Adler hieß die erste einsatzfähige Lokomotive in Deutschland. Nicht jeder lobte die Eisenbahn. Ich will nicht, dass jeder Schuster so rasch reisen kann wie ich, meinte der König von Hannover. Der preußische König kann mir keine große Seligkeit davon versprechen, ein paar Stunden früher von Berlin in Potsdam zu sein. 1835 fährt die erste Bahn in Deutschland zwischen Nürnberg und Fürth. Eine Privatunternehmung. Der bayerische König scheute das Risiko. Aber die Bahn macht Profit. Wer mit Aktien den Bau finanziert, erhält 16% Dividende. Das Know-how kam aus England. Die Adler hatte Stephenson in Newcastle gebaut. Mr. Wilson, der Lokomotivführer, bezog das Gehalt eines Ministerialrates. Auch die englische Spurweite setzte sich durch. Bis heute haben die Bahngleise in Deutschland den alten Abstand. Manches englische Coupé hatte mobile Kastenaufbauten. Sie wurden am Zielbahnhof abgehoben und zur Weiterfahrt auf Kutschen gesetzt. Am 16. August 1846 raste in Frankfurt ein Güterzug in die Baustelle einer Brücke über den Main. Unfälle gaben den Kritikern des neuen Transportmittels immer wieder Anlass zur Warnung. Aber der Siegeslauf der Eisenbahn war nicht aufzuhalten. Die ersten Strecken waren noch nicht miteinander verbunden. Es gab keine einheitliche Planung. Erst in den 50er und 60er Jahren verknüpften sich die Linien zu einem Verkehrsnetz. Eine Revolution im Transportwesen.
Die Eisenbahn schuf die Grundlage für die Modernisierung und Ausweitung der deutschen Industrie im 19. Jahrhundert. (1834) malte Karl Blechen das Walzwerk Eberswalde bei Berlin. Vor der Fabrik am Finowkanal 2 Fischer und ein Angler. Blechen schuf ein Idyll. Dennoch ist sein Werk eines der frühesten europäischen Industriebilder. Für die Bahngleise brauchte man Eisen. Deutschland war reich an Bodenschätzen. Große Gießwerke entstanden. In Oberschlesien produzierte die Laura-Hütte Schienen für den deutschen Markt. Die Marienhütte von Zwickau. Diese Werke waren der englischen Konkurrenz unterlegen. Sie wuchsen dennoch. Ausländische Schienen wurden mit Zoll belegt und waren deshalb teurer. Auch das Walzwerk von Eberhard Hösch bei Düren lebte von der Eisenbahn. Die Lokomotive, verkündete der Unternehmer Albert Borsig, rückt die Völker näher aneinander. Sie saust über Vorurteile und Kleinstaaterei hinweg. Möge sie die Deutschen zu einer einigen Nation, ihre Industrie zur Großmacht gestalten. Ihr Pfeifen sei Signal zu einer friedlichen Revolution aller politischen Verhältnisse. Das Wort Revolution erschreckte die herrschenden Kreise. Es erinnerte an Frankreich 1789. Revolution, das war Unrecht, Blut, Anarchie. Und das war Napoleon. In Wien, im Schloss Schönbrunn, hatte Napoleon residiert. Er hatte das Machtgefüge in Europa erschüttert. (1814) war Napoleon besiegt. Auf dem Wiener Kongress erschienen die Fürsten und Herren Europas, dem Kontinent eine Friedensordnung zu geben. Am 30. September 1814 betrat der Abgesandte des geschlagenen Frankreich die Staatskanzlei am Ballhausplatz. Talleyrand setzte sich zwischen Castlereagh und Metternich. Die Sieger nahmen Frankreich wieder auf in den Kreis der großen Mächte. Zum Verhandeln zog man sich in Kabinette und Salons zurück. Monate vergingen mit Einzelbesprechungen. Ein Gleichgewicht aller Kräfte sollte Krieg in Zukunft unmöglich machen. (200) Staaten und Herrschaften schickten ihre Vertreter nach Wien. Auf Diners, Konzerten und Bällen feierte die europäische Aristokratie ihren Sieg über die Revolution. Tanzpausen nutzte man zum Plaudern, oft mit politischen Absichten. Man suchte Verbündete. Jeder verfolgte seine Interessen. Intrigen wurden gesponnen. Mancher Diplomat suchte Liebschaften, um politische Geheimnisse aufzuspüren. Im Wiener Redoutensaal bereiteten sich die Entscheidungen vor, die im Ergebnis Europa eine lange Friedenszeit sicherten. Zu den Gewinnern gehörte der Hausherr des Kongresses, Kaiser Franz. Sein Wort hatte Gewicht, denn Österreich garantierte die Balance zwischen Ost und West. Zar Alexander von Russland sicherte sich den Löwenanteil an Polen. Der preußische König war nicht zufrieden, er wollte ganz Sachsen, bekam aber nur die Hälfte. Vom Gleichgewicht in Europa profitierte England, das seine Weltmachtstellung festigte. Von links tritt ein der Herzog von Wellington. Er hat Napoleon bei Waterloo besiegt und vertritt die Interessen Englands. Gastgeber Metternich weist ihn mit der Hand zum Konferenztisch. Wer ist doch der Wichtigste?
Der Mann am Ende des Tisches, ein Franzose. Gelassen blickt Talleyrand zur Seite. Er wird den Engländer begrüßen, wenn es ihm passend erscheint. Ein französischer Maler entwarf dieses Bild. Tatsächlich war Frankreich, der Verlierer des Krieges, ein Sieger im Frieden. Es blieb die 5. große Macht in Europa. Der Wiener Kongress erklärte die herrschenden Eliten und Dynastien für unantastbar. An der Spitze die Monarchen als Garanten von Recht und Ordnung. Sie sollten freiheitliche und nationale Bewegungen niederhalten, die unberechenbar schienen und die Stabilität gefährdeten. Auch Deutschland erhielt eine konservative Ordnung, den Deutschen Bund. Die souveränen Fürsten und freien Städte schlossen sich zu einem lockeren Bündnis zusammen. Sie wollten ihre staatliche Unabhängigkeit erhalten. Dieses Dokument richtete sich gegen die nationale Einheit. Keine Rede auch von Regierungsbeteiligung des Volkes, von Grund- oder Menschenrechten. Im Artikel 13 hieß es, in allen Bundesstaaten wird eine Verfassung stattfinden. Aber welche? Und wann? Die Grenzen des Deutschen Bundes. Als stärkste Macht Österreich mit großen Gebieten außerhalb des Bundes, ähnlich wie Preußen, das gespalten war. Diese Spaltung zu überwinden, war das Ziel preußischer Politik. Hinzu traten Klein- und Mittelstaaten, eigenständig und eigensinnig in Politik, Wirtschaft und Militär. 18. Oktober 1817. 500 Studenten und Professoren strömen in den Thüringer Wald zur Wartburg. Sie wollen gemeinsam beten, essen und gehörig trinken, ein Fest feiern, wie es noch keines gegeben hat. Der Anlass sind 2 Gedenktage, die das Herz eines jeden Patrioten höher schlagen lassen. Luthers Reformation und die siegreiche Schlacht bei Leipzig gegen Napoleon. Zu Fuß kommen sie, von überall, sogar aus Kiel. In Prozessionsordnung geht's hinauf, die deutsche Einheit zu demonstrieren. Festredner wüten gegen den Wiener Kongress, der nur auf die Erhaltung des Bestehenden bedacht war. Aber warum hat man gegen Napoleon gekämpft, wenn nicht für ein neues Vaterland? Der Nationalstaat muss her, die Rede, die Pressefreiheit, nieder mit allem Undeutschen. Abends werden jüdische Bücher verbrannt. Die Studenten organisierten sich. Ein Schwert und eine Fahne waren Zeichen der Jenaer Burschenschaft. Beim Zug auf die Wartburg symbolisierten sie den Kampf um Einheit und Freiheit. Bald musste man sie verstecken. Die Obrigkeit fürchtete revolutionäre Umtriebe und begann, Maßnahmen zu ergreifen. Der preußische König schrieb nach dem Wartburgfest an Minister Hardenberg: Eine in meinem Namen kräftig abgefasste, öffentlich bekannt zu machende höchste Missbilligung der revolutionären Gesinnung scheint mir die nächste sich darbietende Maßregel zu sein. 2 Jahre später, 1819, wurde nicht mehr missbilligt, sondern überwacht, verhaftet und verboten. Den Anlass zum harten Vorgehen bot ein Theologiestudent, Karl Ludwig Sand, 23 Jahre, Kriegsfreiwilliger, Wartburg-Teilnehmer. Er gehörte dem Bund der Unbedingten an, der zu Aktionen aufrief. Jedes Mittel sei recht, die deutsche Einheit voranzutreiben. In Mannheim stach Sand dem Lustspieldichter Kotzebue ein Messer in die Brust. Dieser Verräter verderbe unser Volk, begründete der Mörder seine Tat. Er kämpfe für die Sache der Nation, die Sache Gottes. Sand ging ins Gefängnis als Märtyrer seiner politischen Überzeugung. 1820 wurde er hingerichtet. Die Menge weinte. Gesinnungsfreunde verbreiteten Illustrationen vom letzten Gang ihres Helden, Bilder, die unverzüglich beschlagnahmt und in Staatsarchiven gesichert wurden, wo sie noch heute liegen.